Gestern habe ich bis 80% geladen, jetzt die restlichen 20%, dann ist er auf 100 und dann geht's ab nach Weimar. Ich besuche meinen besten Freund, wir machen uns ein schönes Männerwochenende und 14 Monate Tesla Model 3. Ich erzähle euch in diesem Video, was gefällt mir an dem Auto, was ist richtig stark, was gefällt mir nicht so gut, welche Probleme hatte ich, vielleicht Werkstattaufenthalte und so weiter. All das jetzt. Los geht's. Was für ein herrliches Fahrwetter. Und ich muss es immer wieder sagen, es macht mir einfach richtig Spaß. Jetzt hier eine Baustellensituation, ich fahre mit dem Autopiloten, der adaptive Abstandstempomat hält den Abstand. 14 Monate fahre ich das Model 3 jetzt, mein Model 3 Performance und habe gerade mal 8.915 Kilometer runter. Da werden viele von euch lachen, ja, das ist wenig. Viel Stadtverkehr, hin und wieder mal eine Fahrt nach München oder nach Frankfurt, das war's. Also echt wenig. Fange ich gleich vorne mal an bei der Übergabe. Ihr kennt das sicherlich. Man ist total nervös und man freut sich wie ein Schneekönig auf den großen Tag der Fahrzeugübergabe. Aber bei Tesla ist das halt alles ein bisschen anders. Also das ist nicht wie bei Porsche oder wie bei BMW, wo man ein schönes Buffet bekommt, in einem Raum vorher gemütlichen Cappuccino bekommt. Ja, nee. Bei Berlin in Schönefeld, Kaffeeautomat und ja, eine helle Halle. Dann kriegst du deine Karte, einen Stellplatz und kannst erst mal gucken, ja, wo ist denn das Auto? Aber völlig egal, so ist das halt, das weiß man vorher und es hat trotzdem riesen Spaß gemacht. Außer ein Punkt, das Ding war dreckig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich zeige euch mal die Bilder davon. Aber hier, Leute, eure Aufbereiter, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auch hier noch Klebereste. Das finde ich nicht so gut. Da sprechen wir einmal. Ansonsten, hier vorne ist er auch ein bisschen schurkig. Ein bisschen. Ganz schön sogar. Nee, das kann nicht sein. Da frage ich gleich mal nach. Also was die sich dabei gedacht haben, ganz ehrlich, das ging gar nicht. Hat mir aber den Spaß an der Übergabe überhaupt nicht verdorben. Ja, und dann sind wir beim ersten Stichwort Qualität. Okay, Tesla ist nicht BMW, Mercedes, Porsche. Das muss man ganz klar wissen. Die Qualität hat nicht dieses absolute Oberklasse-Niveau. Aber der Ruf ist so schlecht, hauptsächlich wegen der USA-Modelle damals. Heutzutage kommen die Modelle Model Y, jetzt hier aus Brandenburg, oder die Model 3 aus China, deutlich besser. Also die China-Modelle sind von der Qualität her super. Und ich bei meinem hatte gar keine Probleme. Die Spaltmaße waren okay, auch die Verarbeitung, also kann ich überhaupt nicht sagen. Nicht auf dem Niveau von deutschen Oberklasse-Fahrzeugen, aber trotzdem absolut okay. Stichwort Alltagstauglichkeit. Ja, es ist halt alles durchdacht und von den Ingenieuren wirklich, ja, hier für den Menschen entwickelt. Anderes Stichwort, Supercharger-Netzwerk. Das ist Weltklasse. In Deutschland und in Europa. Ihr braucht bei langen Fahrten überhaupt keine Reichweitenangst zu haben. Und es ist halt einfach unkompliziert. Ladestecker nehmen, reinstecken, laden, weiterfahren. Das ist bei anderen Ladenetzwerken oder anderen E-Autos ganz anders. Da braucht ihr hier verschiedene, ich zeige euch das mal hier, Ladekarten von verschiedenen Unternehmen und dann ganz oft funktioniert die Ladekarte nicht, funktioniert die Säule nicht, dann ruft man an, dann wird die Säule neu gestartet. Also da ist Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk meilenweit den Mitbewerbern voraus. Dann, ja, wie einfach ist es zu Hause laden? Ich habe eine Easy Wallbox mit 11 Kilowatt, ranhängen, fertig. Was anderes gehört auch zum Thema Alltagstauglichkeit. Ich muss zugeben, ich fahre ganz anders. Also mit meinem 911er immer volle Kante, wenn frei ist, auch mal 300. Das ist ein hoher Stressfaktor. Mit dem 120, 130 und ganz ehrlich, ich vermisse das jetzt gar nicht, irgendwie zu rasen oder schnell zu fahren. Null. Ich fahre deutlich gemütlicher, stelle jetzt hier den Autopiloten an und cruise. Ja, mein Fahrverhalten hat sich echt mit dem Model 3 geändert.
Noch eine Geschichte, die ich total gerne habe, das Öffnen und Schließen der Türen. Ich habe halt keinen Schlüssel. Das ist verbunden mit meiner Handy-App. Und ja, ich gehe ans Auto ran, ziehe die Türklinke und das Auto ist auf. Ich verlasse das Auto, ich drücke nicht, sondern es schließt sich automatisch ab. Einzig, das ist mir aufgefallen, bei iOS-Geräten oder bei meinem iPhone 14 Pro ist die Reichweite manchmal nicht so optimal. Das heißt, wenn das Handy in der hinteren Tasche ist von meiner Hose, öffnet er sich nicht manchmal. Dann muss ich mich umdrehen, dass das Handy zugerichtet ist zur Türklinke oder zum Empfänger, oder ich muss es aus der Hosentasche nehmen. Da ist mir aufgefallen, beim iOS bzw. beim Android-Device, ich hatte mal so ein Z4 Foldable, das ging deutlich besser. Und noch etwas, wo ich sage, Alltagstauglichkeit, wie toll ist das? Im Winter. Ich bin zu Hause, mache mich fertig fürs Büro, Zähne putzen, Dusche. Ach, draußen ist es kalt, ich muss kratzen. Handy-App nehmen, vorheizen. Nach 10 Minuten ist das Ding komplett enteist. Super. Und im Sommer, ich sitze irgendwo gemütlich im Café, trinke einen Cappuccino, chille ein bisschen, 30 Grad, guck in die App. Im Auto sind 45 Grad, gar kein Problem. Klimaanlage anschalten. Nach 5 Minuten komme ich in ein schön gekühltes Auto. Super, liebe ich. So, was ist jetzt da vorne los? Da fährt ein Polizeiauto und blockiert die Autobahn und bremst den Verkehr aus auf 70 km/h. So, auf 60. Davor ist alles frei. Aber was ist das? Ein Unfall da vorne? Sehe ich nicht. Ich bin jetzt bei Niemek in Brandenburg. Hab noch 1 Stunde 51 zu fahren, rund 204 Kilometer nach Weimar. Und die Polizei bremst das aus, warum auch immer. So, jetzt kommen wir zu einem Stillstand. Gucken wir mal. Ja, der fährt jetzt noch langsamer, die Polizei, und hat jetzt hier den Verkehr komplett gestoppt. Einziger Vorteil ist, wir sind ganz vorne, wenn sich jetzt hier ein Stau bilden sollte. Lass uns da mal einmal gucken. Aha, okay. Die Polizei ist jetzt hier auf der rechten Seite. Ich zeige euch das. Einfach ein Liegenbleiber. Es ist einfach entspannt, mit dem Autopiloten zu fahren. Ja, kommen wir zum Stichwort Ausstattung. Ja, ihr könnt nicht viel bei der Bestellung eines Tesla Model 3s konfigurieren, weil das meiste ist drin. Was meine ich? Ja, die Sitze sind voll einstellbar. Ihr habt Sitzheizung, vorne ist klar, aber auch hinten. Ihr habt so smarte Ideen wie den Hundemodus, finde ich Weltklasse für unsere Bella. Im Sommer zum Beispiel, wenn der Hund mal ganz kurz beim Einkaufen im Auto sein soll, Klimaanlage einschalten. Und dann, da denken eben die Ingenieure noch ein Stück weiter, habt ihr auf dem Monitor einen riesen Comic-Hund, auf dem dann Leute, die vielleicht Angst haben, dass der Hund dort ersticken könnte durch die Hitze, da steht dann halt drauf, Achtung, hier ist klimatisiert, mir geht's gut. Smarte Idee. Dann das gesamte Infotainment-System, also hier auf dem großen Display. Ich habe die Version schon mit dem AMD Ryzen-Prozessor. Das ist super flüssig, egal ob ihr in der Satellitenkarte zoomt oder was auch immer gemacht wird. Ruckeln, Verzögerung gibt es überhaupt nicht. Die Soundanlage, und ich hatte schon einige, ob das von Bose war, Harman Kardon, was auch immer, Burmester, ja, die ist Weltklasse. Also der Bass, die Höhen, das Staging im Stereobereich, eine wirklich Top-Soundanlage. Richtig, richtig gut. Kommen wir zum Stichwort Software, App-Updates. Also die Software, das ist alles aus einem Guss und total einfach zu bedienen. Ja, es gibt hin und wieder die Kritik, wenn jemand sich ganz frisch in Tesla setzt, so ist das viel auch bei Autotestern, die kommen erstmal natürlich nicht zurecht mit den Menüs, weil ihr habt halt kaum Knöpfe. Aber nach 1-2 Tagen macht man das alles wie im Schlaf. Und auch durch die Sprachbedienung beispielsweise ist vieles ganz, ganz simpel und einfach.
Was ich als Technik- und Computer-Nerd natürlich Weltklasse finde, sind die Software-Updates. Tesla spielt regelmäßig Software-Updates ein. Und da gibt es dann wirklich Geschichten, die, ja, echt super sind. Einen digitalen Rückspiegel gab es, dann gab es Menüänderungen oder zum Beispiel das Öffnen der Tür mit der App. Denn die Türklinken haben im Winter oft das Problem, dass die vereisen und dann steht ihr draußen. Ja, kleine Idee, große Wirkung. Mit der App einfach die Tür aufmachen, dann geht die Tür auf und ihr könnt die vereiste Türklinke sein lassen. Und dann die App, auch die App, super übersichtlich und ihr könnt damit ganz viel machen. Ich hatte bei meinem Mini Cooper Works zum Beispiel, BMW und Mini, die haben eben auch solche Apps, viele Autohersteller, da kann man aber nicht so viel machen. Eine Kleinigkeit. Ich war gestern im Büro und habe gesagt, okay, ich muss das Auto laden, lasse ich das Auto zu Hause und fahre mit der R90 ins Büro. Gut, Auto zu Hause gelassen, gewartet, bis die Photovoltaikanlage ordentlich Leistung bringt und vom Büro aus in der App auf Klick gedrückt, Laden gestartet und dann hat er geladen bis 80%. Auch das ist super. Zu Hause einfach die Heizung im Winter einschalten oder die Klimaanlage. Also dann gibt es den Wächtermodus, ihr könnt euch die Kameras live anschauen. Das ist auch durchdacht, sehr komplex, aber einfach zu bedienen und ja, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Also ich komme gut durch, sind noch genau, was haben wir denn hier? 53 Minuten, 94 Kilometer und ganz entspannt per Autopilot. Genau, Stichwort Autopilot. Ich habe den Enhanced Autopiloten an Bord, aber ja, der ist hin und wieder mächtig in der Kritik. Stichwort Phantombremsungen. Also das Ding bremst auf einmal in Situationen auf der Autobahn beispielsweise, wo er gar nicht bremsen soll. Und das ist ja gut dafür gedacht, dass man ordentlichen Schreck bekommt. Ich hatte das noch nicht. Eins muss man ganz klar sagen, ja, der Autopilot ist noch eine Beta-Version. Und durch die Gesetzgebung hier in Deutschland und Europa ist es auch nicht so, dass das Ding so autark fahren kann wie in den USA. Also da ist es wirklich fast autonomes Fahren. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Beispiel, wenn ich in der 30er-Zone zum Beispiel den adaptiven Tempomaten anhabe und es sind rechts und links Autos, damit kommt er nicht klar. Ich lenke nach links und habe genügend Abstand zu den parkenden Autos, aber was macht er? Er bremst. Also in so einer 30er-Zone enge Straße macht es überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, Autopilot, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Stichwort Verbrauch. Also ich habe jetzt in den vergangenen 14 Monaten einen durchschnittlichen Verbrauch zwischen 14 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Reichweite, ja, liegt so zwischen 400 und 450 Kilometer. Wenn man so genüsslich, langsam und chillig fährt wie ich, 110 km/h, 120, jetzt fahre ich 110, dann kriegt man das bei gutem Wetter hin. Im Winter sieht es natürlich ganz anders aus, ganz klar. Ja, und in der Stadt, wenn ich richtig sparsam fahre, 12 Kilowattstunden schaffe ich. Und das ist schon ein beachtlicher Wert. Stichwort Leistung, Beschleunigung. Ja, das ist halt einfach Weltklasse. Ich bin vorher 911er S2 gefahren, 991er. Schönes sportliches Auto, aber 500 oder mehr als 500 PS und Allrad hatte der nicht. Und das merkt man. Die Beschleunigung ist angegeben von 0 auf 100 mit 3,2 Sekunden. Das ist wirklich richtig gut. Das hat super Sportwagenniveau. Allerdings, Tesla gibt diese 3,2 Sekunden an. Die Tests sind aus dem Rollen. Also habe ich mal selber getestet mit so einer Wastebox Mini und bin auf 3,4 Sekunden gekommen. Und das, finde ich, ist ein absolut guter Wert. Wahrscheinlich hätte ich es noch ein bisschen weiter nach unten drücken können. Der Akku hatte jetzt keine 100%, das lag irgendwie so bei 70. Aber das ist natürlich klasse und ich liebe es. Und da könnt ihr jetzt auch kommentieren und mich verurteilen. Aber ich liebe es, wenn ich auf der Autobahn irgendwie fahre mit 80, es ist frei oder mit 100 auf der rechten Spur und irgend so ein Drängler kommt, ein Lambo oder sonst was. Und ich gebe Gas und der ist weg. Der ist halt einfach weg. Höchstgeschwindigkeit irgendwas um die 260 km/h. Ich glaube, für ein Elektroauto ein völlig irrelevanter Wert, weil wenn ihr so schnell fahrt,
ist das brutal mit dem Akku. Das Ding ist innerhalb kürzester Zeit leer, bringt nichts. Und dann muss man sagen, wenn wir jetzt schon Leistung, Beschleunigung sagen, ja, das Model 3 kann geradeaus super Werte bringen, überhaupt gar keine Frage. Wenn es dann aber mal wirklich um ambitioniertes, schnelles Fahren auf einer abgesperrten Strecke oder auf der Nordschleife geht, ja, der hat halt kein gutes Fahrwerk, das ist nicht sportlich, aber soll es ja auch nicht sein. Jetzt verquatsche ich mich. 3,2 Sekunden, die Beschleunigung, die 500 PS mit Allradantrieb, das macht einfach Spaß. Und ja, es ist unnötig, braucht keiner, aber Spaß macht's. Stichwort Pannenwerkstatt, toi toi toi. Bis jetzt noch nichts gewesen. Gut, 14 Monate und meine geringe Laufleistung, was soll da sein? Einmal musste ich den Ranger rufen, also für die, die Tesla nicht kennen, ihr fahrt nicht in eine Werkstatt, sondern ihr macht über die App einen Termin und dann kommt jemand zu euch nach Hause. Toller Service. Ja, ich hatte eine Fehlermeldung auf dem Display, dass mein Ladeport irgendwie rumzickt. War nur eine Fehlermeldung, der hat ganz normal geladen, aber der Ranger kam und hat dann den Ladeport komplett ausgetauscht. Hat gedauert 15 Minuten, total netter Typ, mit dem neuen Ladeport gekommen, dann wieder abgedüst, Garantie. Ansonsten hatte ich bisher noch nichts. Ein Problem gibt es vor allen Dingen bei den Performance-Modellen und das sind die Bremsscheiben, weil ihr bremst durch die Rekuperation natürlich relativ wenig. Das heißt, so den einen oder anderen hat es beim ersten TÜV-Termin erwischt, dass die Bremsscheiben zu tiefe Riefen hatten und das Auto durchgefallen ist. Ich mache dagegen, dass ich wirklich tatsächlich mal im Track-Modus fahre. Das ist ein Track oder das ist ein Modus, den ihr in der Software einstellen könnt, wo nicht rekuperiert wird. So schwer ist doch das Wort nicht. Doch, es ist schwer. Wo nicht rekuperiert wird und dann nutzt ihr dann die Bremsen komplett und da bremse ich dann hin und wieder mal das Auto frei. Aber ansonsten, ja, alles top, alles super. Stichwort Kritik, denn jetzt habe ich ganz viele positive Sachen gesagt. Natürlich gibt es auch kritische Punkte, die ich hier an meinem kleinen Tesla nicht mag. Allen voran die Felgen. Warum? Die sehen super aus, ich finde die richtig gut. Aber dadurch, dass die Reifen, also es gibt kaum irgendwie einen Reifenschutz. Und ich habe mir die Dinger schon 2-mal oder 3-mal am Bordstein kaputt gefahren. Bin selber schuld, habe sie jetzt auch lackieren lassen. Aber das ist echt total nervig. Dann ganz klar, der Autopilot, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Bin ich mal gespannt, wie kommende Software-Updates das in den Griff bekommen oder ob das besser wird. Dann die Beleuchtung. Also bei so einem Hightech-Auto, ja, mit so viel Elektronik und Schnickschnack, eine Ambiente-Beleuchtung hätte ich schon ganz gut gefunden. Kann man nicht nachbestellen, gibt's nicht, kann man nachrüsten, aber da wäre ich vorsichtig bei den Nachrüstsätzen, weil ich habe kürzlich ein Video gesehen von einem YouTuber, der hatte auch alles Mögliche eingebaut und das Auto war komplett im Arsch, also tot, nichts mehr zu machen, zu Tesla gefahren, zum Experten gefahren, dann wurde das ganze Zeugs ausgebaut und alles funktionierte wieder. Also da gab es irgendwelche Kommunikationsprobleme mit dem CAN-Bus. Ich rüste sowas nicht nach, aber hätte ich schon ganz gut gefunden, eine Ambientebeleuchtung. Dann Kritik Scheibenwischerautomatik. Da ist auch ganz viel Luft nach oben. Das Ding geht, ja, es regnet und es geht einfach nicht an. Die Scheibe ist schon komplett nass, geht nicht an. Oder Gegenteil, du fährst die Scheibenwischer arbeiten, die Scheibe ist trocken und das Ding wischt und wischt und wischt und wischt und hört gar nicht auf. Also da ist noch viel, viel, viel zu tun. Und dann der Fernlichtassistent. Auch noch nicht ganz optimal. Also der reagiert, er sieht, dass ein Auto im Gegenverkehr ist, schaltet aber das Fernlicht nicht aus. Und besonders unverständlich finde ich das, weil die Tesla Model 3 haben Matrix-LED eingebaut. Da kann man ja softwaremäßig das so einstellen, dass der Gegenverkehr gar nicht geblendet wird. Passiert noch nicht. Da bin ich aber überzeugt, dass es da irgendwann mal ein Software-Update gibt, dass diese Matrix-LED auch wirklich genutzt werden. Ja, Fernlichtassistent könnte auch deutlich besser sein. So, noch knapp 45 Minuten, dann bin ich da, treffe mich mit meinem Freund Ralle, freue ich mich riesig drauf. Schönes
Männerwochenende in Weimar. Jetzt mein Fazit. Nach 14 Monaten und jetzt 9.063 Kilometer Tesla Model 3 Performance. Ich hatte selten ein Auto, das mir so viel Spaß gemacht hat. Das liegt vielleicht daran, dass ich ein Technik-Nerd bin und mich jedes Mal wie ein Schneekönig freue, wenn es irgendein Software-Update gibt oder neue Funktionen. Das liegt aber auch daran, dass es ja so ein bisschen wie so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ich kann hier gemütlich mit den Autopiloten mit 85 km/h hinterm LKW hinterher dackeln. Ich kann aber auch richtig Gas geben und 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Ich habe eine tolle Ausstattung. Ich bin absolut zufrieden mit der Verarbeitungsqualität. Ja, es macht mir einfach viel Spaß. Ich kann genügend Gepäckrand mitnehmen. Es ist eine tolle Ausstattung. Würde ich mir ein Tesla Model 3 wieder kaufen? Ja, auf jeden Fall, weil das Ding macht Freude. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich düse jetzt noch weiter. Dann geht's ab in ein verlängertes Wochenende. Wünsche euch ein tolles Wochenende. Bis bald. Schaltet wieder ein. Tech for Fun.